Es geht nicht darum, nett, hübsch, sexy und niedlich zu sein. Und Frauen, die das wollen, die werden nicht glücklich bei mir. Es muss aussehen nach ein bisschen Schneewittchens böser Mutter. Viele Produkte, auf denen Luxus draufsteht, da ist kein Luxus drin. Und wenn es wirklich Luxus ist, dann wird es nicht unter Luxus verkauft. Luxus ist offensichtlich etwas, was man nicht essentiell zum Leben braucht. Aber Luxus ist definitiv etwas, was jemand für sich auserkort, um sein Leben lebenswerter, angenehmer, schöner zu machen. Die Spitze ist komplett handbestickt mit diesen kleinen Lederpailletten. Überall praktisch, wo jetzt auch die hellen Flecken sind, das wird alles wieder mit Hand zugestickt, dass man praktisch überhaupt keine Naht mehr sieht. Und das Kleid haben wir ein paar Mal gemacht. Es ist eines der aufwendigsten Kleider, die wir haben. Wenn das fertig ist, hat es ungefähr um die 800 Stunden Arbeit inklusive. Das Kleid ist für eine Kundin aus New York. Couture-Kleidung im Luxussegment. Dafür steht Albrecht Ollendiek. Zuerst probiert ein Model die fertigen Kleider. Was meinst du? Ist gut, okay? Ich war mir nicht ganz sicher, wegen der oberen Weite, aber das ist okay. Weil Laura hat genau die gleiche Maße wie die Kundin. Und wenn die in 2 Wochen zur Anprobe nach Frankfurt kommt, soll das Kleid perfekt sitzen. Ich finde es schöner. Das ergänzt das sehr gut. Ja. Ortswechsel. Die Luxusmeile Rue Saint-Honoré in Paris. Es ist Februar. Albrecht Ollendiek ist mit seinen Mitarbeitern zur Stoffmesse in die Weltstadt der Mode gekommen. Zum Einkaufen, zur Inspiration. Ich kenne ja die anderen Kollektionen. Ich weiß ja, was die anderen Designer und Designerinnen machen. Das ist jetzt nicht das, was mich an Paris interessiert. Mich interessiert die Messe und mich interessiert die Stadt Paris. Mich interessieren die Museen in Paris. Sowas finde ich spannend. Und sowas bringt einen, wenn man seinen Beruf als Designer ein bisschen ernst nimmt, sowas bringt einen weiter. Und nicht irgendwelche Trendfarbkarten zu blättern und sagen, ich muss nächstes Jahr Mittelgrün haben. Das ist kein Design, das ist Industrie. Und ich bin keine Industrie, ich bin Designer. Was sind das für Kundinnen, die Ollendiek kaufen? Es ist nicht jemand, der nach Logos schaut, nicht jemand, der irgendwie sich besonders zeitgenössisch kleiden möchte, sondern einfach eine eigene Idee hat von Stil und eine eigene, also ein Verständnis von Qualität auch hat und bereit ist auch dafür, das Geld auszugeben. Dafür erwartet die Kundschaft aber auch entsprechende Qualität. Auf der Première Vision sind sie alle unterwegs. Designer, Einkäufer der großen Modehäuser und Labels aus der ganzen Welt. Die Crème de la Crème der Modeindustrie, das heißt, die ganzen Luxusmarken sind natürlich da, wie zum Beispiel Hermès, die Gucci, Prada dieser Welt, Louis Vuitton. Aber aus Deutschland habe ich auch dann die Gruppe Hugo Boss. Wir haben aber so dann auch einzigartige so Couturier, wie Albrecht Ollendiek auch als Gast. Marjorie und Albrecht treffen sich immer auf der Première Vision, obwohl ja neue Trends gar nicht sein Ding sind. Für die Auswahl seiner Stoffe hat er andere Kriterien. Und die Meinung von Nick und Elisabeth ist ihm wichtig. Oder ist es zu gelb? Zu orange-gelb. Wäre es ein bisschen Das ist noch oranger. paler. Oh, no. Da ich mich nicht kümmere um Saisons und um Jahre, kaufe ich hier praktisch für 3 Saisons ein. Für die aktuelle Sommerkollektion, für die kommende Winterkollektion und für die kommende Sommerkollektion. Insofern, wenn Sachen ein schönes Bild geben, dann kommt es in die Kollektion rein, wo es reinpasst. Und warum passt das jetzt nicht? Zu gelb. Ja. Dann wird er doch noch fündig. Den hier. Wow. Ne? Wenn der Stoff in Deutschland ist, werde ich 10-mal in der Woche hören: Aua, aua, das tut ja weh, wie kann man sich denn da drauf hinsetzen? Das ist der German Approach to Fashion. Es geht bei Mode, bei solchen Sachen geht es nicht darum, ob man sich im Auto draufsetzen kann oder ob man es reinigen kann. Und wenn Sie einen Picasso kaufen, denken Sie auch nicht dran, ob es im 8er oder im 10er-Dübel an die Wand kommt. Das sind vollkommen irrelevante Sachen. Praktisches interessiert den Frankfurter Designer weniger. Stilbrüche reizen ihn.
Das passt beispielsweise jetzt noch bei uns in die Sommer 24er Kollektion. Weil es wird sehr, sehr süßlich, sehr Marie Antoinettig eigentlich. Bewusst. Also im Grunde genommen ist es, als ob Marie Antoinette nach Miami fährt und eine Nase Koks zieht. Also der Look soll entstehen. Schön, sehr schön. Womit ließe sich der Satin kombinieren? Seine Lieblingsmarke auf der Messe ist Malia Kent. Außergewöhnliche, sehr hochwertige Wollbouclés. Wir gönnen uns den Luxus, im Grunde genommen die komplette Kollektion aus dem Stoff zu machen, von dem bei anderen Kollektionen vielleicht 2, 3 Designs drin sind. Und die Firma hat eine wahnsinnig gute Mischung aus 50% Bourgeoise und 50% Anarchie. Und das finde ich eine ganz spannende Mischung. Malia Kent produziert und verkauft weltweit, auch exklusiv für Chanel. Und die Chefin kennt Ollendiek schon seit Jahren. Er kommt schon sehr lange. Ich mag sehr, was er macht und beobachte das immer auf Instagram. Wenn er nicht mehr käme, wäre ich beleidigt. Da achte ich schon drauf, auch dass er immer an seinem ersten Messetag zu uns kommt. Just those ones here. Yes. The little mountain. 5 Stunden Stoffsuche für Sommer- und Winterkollektion. Das schlaucht. Kurzes Sammeln an der frischen Luft. Was hat das Team beeindruckt? Ich habe heute die Highlights angeschaut. Ne? Das heißt, ich habe jetzt ich muss ein Menü anbieten und ich habe jetzt die Kirschtörtchen für das Dessert rausgesucht. Und alles, was davor kommt, ist noch Arbeit. Nachmittags hat er einen Termin in der Pariser Innenstadt. Bonjour, madame. Für Marie Antoinette auf Crack ist er auf der Suche nach Lammleder mit krassen Farben. Das ist eine der ganz, ganz alten und renommierten französischen Gerbereien, die also 60 Jahre ungefähr für, man darf es ja sagen, für Chanel die ganzen Leder für alle Handtaschen machen. Und es sind von der Qualität mit Abstand, eigentlich mit Abstand das Beste. Beste Qualität, das ist für ihn Luxus. Ich persönlich, wie viele Leute in der Luxusbranche, haben so ein bisschen ein unschönes Gefühl mit dem Wort Luxus, weil in meinem tagtäglichen Erlebnis ist es immer so, überall wo Luxus draufsteht, ist nicht Luxus drin und überall wo Luxus drin ist, steht es eigentlich nicht drauf. Also Mode war früher etwas für eine, ich muss einen ganz dummen Ausdruck benutzen, für eine Elite. Das heißt, es war ein gebildeter Personenkreis, der sich für Mode interessiert hat. Und das hat sich natürlich heutzutage komplett geändert. Die Firmen gehören Finanzkonglomeraten und da ist Mode ein Mittel zum Zweck, um Geld zu machen. So ist das wohl auch im Luxuskaufhaus Samaritaine mit den Shops der großen Marken. Am Abend ist hier die VIP-Party der Stoffmesse. Albrecht Ollendiek ist auch dabei. Aber irgendwie ist es nicht seine Welt. Der Aspekt der Kultur im Bereich der Mode ist massiv zurückgegangen. Die Branche entwickelt sich in die Richtung, in der Mode immer mehr ein tragbarer Kontoauszug wird. Und das möchte ich nicht und das machen meine Kundinnen nicht. Die Kunst ist der Anfang für alle seine Kollektionen. Deshalb ist er so gern und häufig in Museen und Ausstellungen unterwegs. Heute mit Kiko Giannaconi, seinem Atelierleiter. In der Frankfurter Schirn läuft gerade eine Ausstellung von Lionel Feininger. Die Farben, die Formen, die Stimmungen, in den Details der Bilder suchen sie Inspiration für die Winterkollektion. Die Kunst von Feininger in ihrer Gesamtheit betrachtet hatte etwas Heimatverlorenes, etwas Entwurzeltes. Und, die Bilder sind jetzt ja nicht von einer landläufigen Schönheit, dass man sagt, ach, hübsche Blümchen, hübsche, nackige Frauen oder sowas, sondern es hat etwas Gebrochenes, eine gewisse Traurigkeit vielleicht. Und das ist eine Gefühlswelt, in der ich mir meine eigene Arbeit eigentlich auch, in der ich mich sehr wohlfühle für meine Arbeit. Genau das. Okay. Dieses Schwarze, dieses Schlamm und diese schwefelfarbigen Kleckse drauf. Aber dunkles Blau aus Leder kann auch sehr schön aussehen. Ja, stimmt. Beide haben sofort ein Bild von einem Kleid vor Augen. Wie sowas hier unten. Sowas. Genau. Ja. Diese Farbe hier. Ja,
Genau. Ich finde, gute kreative Arbeit ist immer im Team. Und die entsteht zwar in irgendeinem Kopf, irgendwann nachts, aber sie muss eigentlich ausgearbeitet werden, indem man mit dem Team drüber redet. Überhaupt, Austausch mit anderen, das bereichert ihn. Der Galerist Raphael Petrov ist sein Nachbar und Freund. Ollendiek ein guter Kunde. Das ist eine Aquatinta-Radierung, also eine Fläche. Petrov ist spezialisiert auf Druckgrafiken. Der Designer hat heute etwas anderes im Blick. Attention, Monsieur. Hast du? Hab sie. Ich komme runter. Sehr, sehr schön. Ja, du hast halt diese Stilisierung. Die haben ja die afrikanischen Holzschnitzer, die haben ja mit minimalstem Aufwand, weil auch die Instrumente, die ihnen zur Verfügung standen, rudimentär waren, aber trotzdem diese Stilisierung und damit diesen Ausdruck hinbekommen. Das ist ja das, was Picasso auch fasziniert hat. Ne? Ich habe als junger Mensch in meiner Schulzeit schon immer in der Galerie ausgeholfen und mitgearbeitet. Und dann war irgendwann Abi. Und nach dem Abi wollte ich Vollzeit hier rein, weil es mich einfach passioniert hat und interessiert hat. Und mein Vater hat gesagt, keine Chance, erstmal die Unibank drücken. Das war toll für die Erweiterung des persönlichen Bildungshorizontes, aber ganz konkret praktisch, um ein besserer Galerist dadurch zu werden, nicht wirklich. Das ist viel Learning by Doing. Verkaufen, das wissen Petrov und seine Galeriedirektorin Nathalie Plan, ist in der Hauptsache Psychologie. Richtig, weil es ist nicht so ein... Aber weißt du, was auch das Problem ist und man nicht unterschätzen sollte? Wenn du das kaufst, du holst dir ja schon eine andere Frau noch ins Haus. Da muss auch die Ehefrau mit an Bord sein. Im Ernst? Ja, klar, ist immer eine Diskussion. Das ist immer eine Diskussion bei einem Frauenporträt. Bei der Kunden. Ja, Gott, Das kommt sehr häufig bei Frauen. das kommt sehr häufig bei Frauen, ja. Weißt du, stell dir vor, die Gattin ist blond und irgendwas und dann holst du dir so eine... Ja. So banale Sachen muss man auch... Ja, aber es kommt wirklich sehr oft vor, dass wir darauf angesprochen werden. Guck mal, das hier, Das ist immer schöner. das haben wir auch. Ja, das haben wir doch, ja. Das stimmt. Wunderschön. Das ist nicht toll. Ja. Hat sie überhaupt eine Bluse an? Das Nein, wird sie hat uns nur der- einen Spitzenschal an, Das wird uns der Modedesigner verraten. der Gott sei Dank schon 18 ist. Na, ich glaube, es ist nur ein ganz dünner Schal, der hier runterfließt. Sehr, sehr, sehr schön. Ich hoffe, es bleibt noch lange in der Schublade. Ich nicht. Petrov ist kein Sammler. Der Galerist muss und will verkaufen. Kunst ist auch Luxus. Wie läuft das Geschäft? Da sind die Kunden in letzter Zeit tatsächlich, ich sag mal, anspruchsvoller oder auch schwieriger oder sagen wir mal besonnener, bedachter geworden. Heißt, es wird noch mal ein zweites, drittes, viertes Mal vielleicht überlegt. Was wir als Service auch anbieten, ist ein Werk mal bei den Kunden Probe zu hängen, dass die Leute das auch dann in ihren eigenen vier Wänden sehen und anschauen können. Ein Picasso für 48.000 €, da muss die Entscheidung wohl überlegt sein. Und am Ende stellt sich die Frage, wo wirkt er am besten? Leider fantastisch. Oder vielleicht doch beim Esstisch? Das war Ihre ursprüngliche Das war Idee, ne? meine ursprüngliche Ja, Idee. ist auch genial. Ist auch genial. Leider auch gut, gell? Leider auch gut. Als Alternative hat Petrov noch einen Miro mitgebracht. Ja, auch nicht schlecht. Also ich meine, wie gesagt, das ist schon richtig gut. Ich denke, das Format ist auch vor allem. Ja, das Format ist toll, weil das ist so ein Ultra-Breitformat. So ein bisschen Kino. Picasso oder Miro? Für den Galeristen ist wichtig, dass der Kunde eines davon kauft. Diesen Service anzubieten, kann irgendwo auch den Unterschied machen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir so eine nahe Kundenbindung haben und den Wünschen der Kunden dann auch eben entsprechen. Luxus ist kein schnelles Geschäft. Verpflichte mich bis spätestens Freitag, nicht Interesse zu erstatten. Dann haben wir ja bis Freitag, können wir mal getrost die Woche über es wirken lassen und überlegen. Ich hoffe, meine Frau ist mal zu Hause bis Freitag. In Albrecht Ollendieks Laden hinter der Kunsthalle Schirn ist das Model wieder da. Die ersten Entwürfe der Sommerkollektion sind fertig. Hast du es? Ja. Okay. Geht das so? Ja, danke schön. Wunderbar. Ist besser mit den Stiefeln, ne? Ja. Gerade kommt auch das Paket aus Paris mit den Stoffen von Ollendieks Lieblingsfirma Malia Kent. Sieht nicht auch nicht schlecht aus. Mal ganz
Das Metallic-Leder ist mit dabei. Na, da haben wir es doch. Weil ich möchte nicht, dass unsere ganze Kollektion zu nett und zu hübsch wird. Und Arbeitstitel war Marie Antoinette of Crack. Das heißt, wir müssen ein bisschen Crack reinbringen. Was mir aber sehr wichtig ist, dass eine Kollektion von Widersprüchen lebt und mit Widersprüchen arbeitet. Und es geht eigentlich darum, wenn ich kreativ arbeite, ich möchte eine Vision zeigen. Wie weit mir die Kundin dann auf dieser Vision folgt, ist dann ihre Entscheidung. Ausprobieren, anprobieren, umgestalten. Bis die Kollektion fertig für den Laufsteg ist, vergehen Monate. Das mit der Mode kam eigentlich, ich würde sagen, mit 15, 16 Jahren, glaube ich. Was mich zu Beginn inspiriert hat, war die Veränderung vom 2- ins 3-Dimensionale. Also, dass man aus einem Stoff oder was auch immer, der flach liegt, etwas Dreidimensionales schaffen kann. Es war eine Begeisterung für alles Schöne und für die angenehmen Seiten des Lebens. Ich wollte eigentlich immer ins oberste Marktsegment, das war immer mein Ziel. Das hat er geschafft. Seine Models laufen für die Shows an exklusiven Orten in Frankfurt, Paris oder New York. Luxus hat nichts mit Preisschild zu tun. Luxus hat nichts damit zu tun, welcher großer Buchstabe auf welcher austauschbaren Handtasche draufsteht. Luxus hat für mich was zu tun mit Freiheit. Luxus bedeutet, ich kann das kaufen, was ich möchte, unabhängig vom Preis, was mir gefällt. Und ich kann die Handtasche kaufen, die mir gefällt und die ich nicht brauche, um meiner Freundin den Eindruck zu vermitteln, ich habe es geschafft. Und ich glaube, Luxus ist das, wenn man Produkte ihrer Schönheit wegen kauft und nicht ihres sozialen Statuses wegen. Und die sind hier unten dreidimensional. Es sind überall noch kleine Kugeln drunter, dass die Blüten wirklich abheben. Es ist furchtbar schön gemacht, es passt nicht in die Sommerkollektion. Finde ich auch. Es ist Josephine Baker und es ist Paris 1930. Aber es ist nicht Marie Antoinette. Also in die Warteschleife mit dem Pariser Spitzenstoff. Nick ist immer samstags im Laden. Der öffnet sonst nur für Kundinnen mit Termin. Und Nick hilft bei manchen Entscheidungen, wie jetzt bei Marie Antoinette auf Crack. Da beteilige ich mich primär am kreativen Findungsprozess, was die Kollektion und einzelne Teile angeht. Und bin so ein bisschen für die Rücksprache da, weil er meine Meinung irgendwie schätzt. Aber wäre dann der Kontrast vielleicht sogar mit dem Blauen? Nee, die Idee ist nicht schlecht, das Blau sieht toll aus dazu, aber dann ist aber eigentlich der roséfarbene Rock mit dem roséfarbenen Gürtel gestorben. Ollendiek hat ganz konkrete Vorstellungen. Der kommt hier runter. Laura ist schon einige Shows für ihn gelaufen. Die Blüten gehen nach oben. Der Albrecht, der macht ja wirklich sehr kreative und sehr aufregende Klamotten. Also es ist was man nicht alle Tage sieht und auch nicht einfach so auf der Straße. Würde sie die auch gerne mal anziehen? Ja, eigentlich schon. Ich hatte schon ein paar Sachen gesehen heute, wo ich sagen würde, ja, die hätte ich auch gerne in meinem Kleiderschrank. Alles eine Frage, wie viel Luxus Mann oder Frau sich leisten kann. Claudia Knöpfel ist eine gute Kundin in der Galerie Raphael. Und? Alles gut? Danke, ja. Und selbst? Und? Bist du gut hergeschwommen? Diesmal muss ein Alex Katz sein, oder? Der US-amerikanische Maler ist als Pop-Art-Künstler bekannt geworden. Meistens malt er Porträts. Raphael Petrov hat gleich eine Idee, welches Bild seiner Kundin gefallen könnte. Nee, das ist es nicht. Der ist es. Ich habe einen guten Freund und Kollegen, mit dem habe ich mich mal unterhalten und habe gesagt, was ist für dich besser, verkaufen oder kaufen? Und er sagte, verkaufen natürlich. Für mich ist fast das Kaufen noch reizvoller, weil ich bin zwar Händler und Verkäufer und Einzelhandelskaufmann, ich bin aber irgendwo auch Sammler und passioniert. Gekippt. Ich nehme diese Seite. Oh, das ist doch das gute Stück. Und wir drehen's. Und? Stark, oder? Ja. Weißt du, was meine erste Assoziation war? Aha. Eine Ärztin. Ach. Ja gut, wegen das dem... ist leider ein bisschen... Also doch nix. Es gibt ja noch mehr Katzbilder im Lager.
Die Größe ist auf jeden Fall schon mal zwar ordentlich, aber sollte hinhauen. Sein liebstes Modell, seine Frau und Muse. Das ist ja eine Investition. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt total hurra schreie. Vielleicht zeige ich es dir auch noch mal im Werkverzeichnis, dass du die Serie siehst als Ganzes. Hier, da waren die Bäume und so. Das finde ich cool hier. Das ist die Straw Straw Hat. Hat. Genau, das ist die ganze Straw Hat-Serie. Das, weißt du wirst lachen. Weißt du, wo das hängt? Ich habe das als Leihgabe den Jungs vom Mehlwasser Salz. Dieses nette Café gegenüber. Das hängt da ganz schön prominent. Schön. Kann ich auch mal so Leihgaben bekommen? Das Café im Museum für moderne Kunst ist direkt gegenüber. Toll. Ist toll, ne? Das sieht ja noch wirklich viel besser wie der gleiche Natur aus. Ja, natürlich. Vielleicht klappt es ja mit dem Verkauf. Obwohl dem Galeristen das Loslassen oft nicht leicht fällt. Da hat auch mein Vater immer gesagt, denk dran, wir haben die Sachen immer nur geliehen. Und das ist auch okay. Für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr. Aber man muss eben auch, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, so charakterbildend zu wissen, dass man sich von den Dingen dann auch wieder lösen wird und lösen muss. Im Laden von Ollendiek packt Nick das Malia Kent-Paket aus. Die sind für den nächsten Winter da. Ne? Das ist von der Messe. Das ist eine Vorauswahl von der Messe, die im Grunde genommen von der Farbe her Bezug nehmen auf die Lionel Feininger Ausstellung. Ne? Und genau das ist es, was ich meinte. Schwefelgelb und schwarz. Und das ist dann, im Grunde genommen, haben wir genau das. Und so will ich es haben. Wunderbar. Und es muss krank und es muss ungesund aussehen. Weil die Idee ist dann eigentlich die, dass wir alles in unterschiedlichen Strukturen und Musterungen, aber in der kompletten gleichen Farbensprache haben. Und ich finde in Rosé, in diesem Lachs, besser als in Schwarz-Weiß. Das Schwarz-Weiße ist mir zu banal. Es ist gattinnenhaft. Und Gattin ist immer ganz schlimm. Design ist Teamarbeit, sagt der Autodidakt. Aber an einem bestimmten Punkt braucht es auch das Alleinsein, um kreativ zu sein. Hier ziehe ich mich zurück. Und hier höre ich Musik und rauche und trinke Coke Zero und Tee und kein Alkohol. Also die Entwürfe entstehen häufig draußen am Arbeitstisch, wenn ich die Stoffe zusammenlege. Aber ich fasse sie meistens hier zusammen. Ich mache hier die Zeichnungen, bringe die Stoffmuster oben an, dass ich weiß, was aus welchem Material gemacht wird. Und hier entsteht eigentlich alles von der kreativen Arbeit her. Vor der Galerie Raphael kommt am nächsten Morgen Post aus Florida an. Da haben wir an der Messe teilgenommen für internationale Kunst, klassische Moderne bis Zeitgenossen. Das ist ja so unser Programm. Und da haben wir ca. 40 Werke ausgestellt. Und die Arbeiten, die da jetzt eben zurückkommen, das sind die unverkauften Werke, bisschen weniger als 40, Gott sei Dank. 400 Kilo. Die müssen erst mal über die Straßenbahnschienen und die Bordsteinkante gewuchtet werden. Die Kiste hat der Galerist so zimmern lassen, dass sie genau durch seine Ladentür passt. Der Inhalt ist kostbar und ein Bild kommt gerade noch rechtzeitig. Eine Arbeit von Picasso, eine Originalradierung, die muss noch gerahmt werden. Heute hoffentlich kriegen wir das fertig bis 6:30. Denn morgen geht die gemeinsam mit einem ganzen Konvolut anderer Arbeiten, die hier bereitstehen, nach Prag. Dort hat Petrov die nächste Ausstellung geplant, mit Bildern von Picasso. Da soll dieses eine mit, das er gerade bei einer Auktion in Florida gekauft hat. Gemacht und die äußeren. Die Kiste ist leicht feucht, aber nicht so dick. Ich denke, das ist kein Problem im Innenleben. So, okay. Perfekt. So, hier ist der Picasso drinne, der in letzter Sekunde noch dazu kam in Palm Beach. Den müssen wir unbedingt bis heute Abend noch gerahmt bekommen. Hier ist es. So. Schön betont. Guck, dieses Samtige. Die Frage ist, lieber Mischo, schaffen wir das? Wie viel Uhr haben wir denn? 15 Uhr. Das wird knapp. Aber das Bild muss mit nach Prag. Raphael Petrov hofft, dass er es schnell wieder verkaufen kann.
ist natürlich jetzt kein einfacher Moment, wirtschaftlich gesehen, und Kunst ist ein Luxusgut, und machen wir uns nichts vor. Und das ist oft das Erste, woran die Leute eben dann sparen. Weil eben, wenn man das heute jetzt nicht sich gönnen kann oder möchte, dann kann man das auch nächsten Monat oder im Zweifel nächstes Jahr machen. Und wir hoffen, dass, sagen wir mal, das Portemonnaie dort ein bisschen lockerer sitzt. Miljan Nedanic arbeitet seit über 10 Jahren für die Galerie Raphael. Er und sein Kollege geben alles, damit Petrov das Bild mitnehmen kann. Es geht um viel. Auch beim Designer Ollendiek. Wie geht's Ihnen? Sind Sie gut angekommen? Okay, dann ist gut, das freut mich. Das rote Kleid ist anprobefertig. Wenn Sie lieb sind, einfach mal reinschlupfen. Sie kriegen noch Luft. Ja. Genau. Das Modell ist aus seiner letzten Kollektion und wurde jetzt nach den Maßen von Charlotte Trümpler geschneidert. Ärmelweit ist auch, das geht hier so ein bisschen raus. So soll es auch sein. Wie so ein Engelchen. Was jetzt noch fehlt, ist der Brokatunterrock. Das heißt, die jetzige Länge ist die endgültige Länge. Das Mohairkleid wird 4 cm gekürzt. Und um die Länge guckt der Brokat unten raus. Das ist dieser dicke Brokat, der guckt so unten raus, um die 4 cm. Und hat dann hier noch diese Organza und alles dran. Das heißt, es hat dann noch ein bisschen mehr Volumen unten. Toll. Nein, das ist toll. Das ist okay. Ganz zauberhaft. Die Farbe ist auch so schön. Das Rot ist schön. Ja. Ich habe relativ viele Auftritte beruflich gehabt auch. Und da war es immer ganz gut, wenn man was tragen konnte, was auch sich einfach extrem wohlfühlt und trotzdem eben elegant ist. Und bei den Kleidern hier ist es so wie was Magisches hat das. Es ist, man ist immer gut angezogen, fühlt sich einfach unglaublich wohl. Ja? Und diesen Rock hier, das ist jetzt eine private Geschichte, das werde ich an einer Hochzeit tragen von meiner Nichte. Ich würde eigentlich dann doch die Haare offen lassen. Und hier vorne ist ja noch das Pink drin, ne? Es ist für mich ein Luxus, hier einkaufen zu können. Ich sehe das schon als Privileg an. Allerdings muss ich dazu sagen, ich finde, es wird oft Kleider als Luxus bezeichnet, während man zum Beispiel ein BMW oder beim Auto diese Klassifizierungen irgendwie deutlich weniger macht. Die Stickerei ist noch nicht fertig. Das sind noch einige Stunden Arbeit. Man muss sehr viel Geduld haben. Alles Handarbeit, wie bei Haute Couture der gehobenen Schneiderkunst üblich. Man sieht hier hinter keinen Stich. Eine sehr aufwendige Kreation mit vielen kleinen Details, die auf den ersten Blick gar nicht immer auffallen. Ich sage immer mal Mitarbeiter, wenn die Kundin vor der roten Ampel sitzt und ihren Ärmel am Lenkrad hat und sie guckt sich den Ärmel an, dann soll sie auch bei diesen 5, 6, 7, 8 Sekunden der geistigen Lehre, soll sie plötzlich sehen, ach, da ist ja eine Ziernaht drauf, oh, da ist ja der Saum eine andere Farbe, da ist ja das bedruckte Futterstoff. Also ich möchte eigentlich, dass die Kundin im Idealfall jedes Mal etwas Neues daran entdeckt. Das sind handgemachte Haken. In der Rahmenwerkstatt der Galerie Raphael haben die Mitarbeiter Gas gegeben und sind schon fast fertig. Milja schneidet das Glas zu. Das ist eine richtige Diamant-Glasmesse. Und das, sagen wir so, habe ich schon seit 10 Jahren und er ist immer noch scharf. Sehen Sie, ganz einfach. Noch die Fussel wegblasen und dann kommt das Bild in den Rahmen. Fertig. So, bitteschön, wie versprochen. Das wird alles eingepackt, das sind ja mehr als 40 Werke insgesamt. Und das war jetzt praktisch das letzte Puzzlestück, was noch gefehlt hat. Alle anderen Bilder stehen schon bereit für die Ausstellung in Prag. Laden und Galerie von Ollendiek und Petrov sind am Rande der Frankfurter Altstadt. Die beiden treffen sich hier gerne mal auf einen Kaffee.
Und sonst, was macht die Arbeit? Genervt. Echt, warum? Mein Studioleiter ist krank und wir hängen hinterher. Scheiße. Mit Lieferungen und die Kunden braucht die Sachen früher. Wie immer. Ich hätte gerne 4 Arme und ein paar Stunden längere Zeit am Tag, ja. Aber es wird hier nah. Okay. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie zu spät geliefert. Nicht schlecht. Noch nie. Respekt. Stress für Albrecht Ollendiek. Und zwischendurch kommen auch noch andere Aufträge rein. Eine prominente Kundin hat sich angekündigt. Die Landgräfin von Hessen. Oberstufe. So, Dala. Wir hatten telefoniert, worum geht's? Ich brauche ein Abendkleid für einen runden Geburtstag. Jetzt Sommer noch. Ja. Ich habe Herrn Ollendiek kennengelernt, kurz vor meiner Hochzeit, weil ich gemerkt habe, dass mir noch ein Kleid fehlt für meinen Polterabend, weil ich irgendwie so aufgeregt war und mich um alles gekümmert habe, aber nicht um das, was ich anziehe. Und dann hat meine Mutter mir damals gesagt, geh doch bitte einmal zu Herrn Ollendiek und schau dir mal an, ob du da nicht was findest. Und der hat mich im Endeffekt gerettet, weil es war ein Tag vorher, ich habe es wirklich vergessen, so absurd es klingt. Und dann hatte ich das Kleid am nächsten Tag fertig und ich konnte es abholen. Auf Herrn Ollendiek ist einfach Verlass, sagt die Landgräfin. Als die Queen starb, hatte er nur 25 Stunden, um ein passendes Kleid für die Trauerfeier zu schneidern. Das Thema mit Beerdigung ist ja, das geht relativ schnell. Also das ist ja nicht etwas, was man jetzt lange vorbereitet. Das muss ziemlich zackig gehen und da haben wir eigentlich sehr schnell eine gute Lösung gefunden. Also. Die ist furchtbar schön. Ist furchtbar aufwendig gemacht. Komplett mit Hand bestickt. Ja, macht es nicht ein bisschen blass? Ja, Haben Sie aber sonst sehr noch schön was so ein blass. bisschen kräftiger ist? Aber von den blass. Farben. Okay, hol ich mal. Das ist das Deckengemälde der Würzburger Residenz. Ist mir zu alt. Ist nicht meins. Nein, glaube ich auch nicht. Na, das hat so was Antikes. Das ist Ja. so, ja, nein. Ui. Okay. Das ist sehr kräftig. Wow. Wahnsinn. Wo haben Sie den denn her? Frankreich. Also dieser Stoff ist unglaublich. Sowas habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ist ja wie museal. Ja. Irre schön. Ich mag, dass er dreidimensional ist, weil die gehen hier, wie gesagt, übereinander. Das kann man auch zu ganz viel anziehen. Das ist dann nicht nur für einen Anlass. Da kommt sie zum Einsatz, die Pariser Luxusspitze. Von wegen German Approach. Diesmal nicht für die Kollektion. Für spezielle Anlässe macht der Designer auch mal ein Kleid als Maßarbeit. Ich werd oft gefragt. Ja, doch. Und ich freue mich da auch immer drüber. Und das sind auch Freunde, von denen ich weiß, dass die sehr modeinteressiert sind und die sich dann wundern, woher das jetzt kommt. Und da sie mich alle ganz gut kennen, werde ich schon immer gefragt, ist das auch von Herrn Ollendiek? Und dann sage ich ja. Das ist wirklich Stoff. Ich habe das letzte Stück gefunden. Yes, I can hear you fine. In der Galerie bereitet sich Raphael Petrov auf eine Online-Auktion in New York vor. Er will einige Druckgrafiken ersteigern. Jetzt muss er sich gut konzentrieren und dann schnell entscheiden. Okay, yeah. Well, I'm out. That's too high for me. Keine Chance. Die Leute bieten wie die Blöden, ja. Wir hatten hier einen Schätzpreis von 1.500 bis 2.000. Bis 2.000 wäre ich mitgegangen. Die haben direkt bei 3,5 losgelegt. Das heißt, die Schätzpreise, da waren schon Gebote im Raum, bevor die überhaupt losgelegt haben, die weit über dem Schätzpreis, über meinem Limit war. Das ist halt frustrierend. Das kommt halt schon öfters auch mal vor, dass die Auktionshäuser mit möglichst niedrigen Schätzpreisen die Käufer versuchen zu locken, heiß zu machen. Weil man, wenn man sich einmal angemeldet hat zum Bieten, irgendwas kauft man dann doch. Sei es auch nur aus Frust, weil das eine nicht geklappt hat, dann das andere. Trotzdem muss hinterher die Kasse stimmen. Schwierige Entscheidungen. Raphael Petrov hat viele Bilder auf seiner Liste. Alright, thanks. Thanks a lot. Alright. Ich habe ein Bit noch draufgelegt. Nicht so günstig gelaufen für ihn, aber abhaken, nächster Termin. Mit einem Künstler aus New York ist der Galerist schon länger im Geschäft. Eine Ausstellung ist geplant. Und da muss sehr schnell ein Text für den Katalog raus. Also ich will gerade eigentlich nicht so einen ganz klassischen
kunsthistorischen Text haben, sondern einfach einen literarischen Kommentar zu den Arbeiten. Schön. Ja. Hast du da Lust drauf? Voll. Ich fühle mich unfassbar geehrt. Also wirklich. Also das ist für mich so ein großes Angebot, nicht nur als... Aber jetzt pass auf, bei all der Ehre. Das Problem ist, wir brauchen eigentlich die Texte gestern. Der Künstler Egal Ozeri kommt schon in 3 Wochen nach Europa und Petrov muss jetzt schnell die Vernissage organisieren. Das Thema: amerikanische Diner. Unter Druck arbeitet man ja bekanntlich am besten. Und deswegen, schauen wir mal, haben wir uns halt viel vorgenommen. Ne? Zwischen dem Katalog, den wir da noch gestalten werden müssen, und die ganze Öffentlichkeitsarbeit und das Logistische der Werke hierher. 21 Texte plus Vorwort? Naja, ich denke, ein allgemeiner Text, so ein bisschen Einstieg zum Künstler wäre hilfreich. Das ist viel. Das kriege ich hin. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ach ja, und dann noch eine kleine Rede bei der Vernissage. Stress. Auch im Atelier. Kiko ist zum Glück wieder gesund. Aber es wird jetzt richtig eng mit der Winterkollektion. Da steht der Termin mit dem Fotografen schon fest. Und die Modelle sind noch nicht fertig. Wir fotografieren es wahrscheinlich in Schottland. Da müssen ungefähr mindestens 15 Outfits komplett fertig werden, um dann eine Auswahl zu machen von 8 bis 10 Outfits, die dann fotografiert werden. Aus diesem exklusiven Spitzenstoff will Ollendiek ein Abendkleid schneidern. Mit einzeln aufgenähten Straußenfedern und Perlchen. Es muss sehr einfach aussehen, aber bis es einfach aussieht, ist es meistens am schwierigsten. Schwierig auch für die beiden, sich auf eine Version zu einigen. Der oberen. Okay. Kiko schaut auf die Wünsche der Kundin und ich reite meine Ego-Vision. Manchmal muss man seine Ego ein bisschen zurücknehmen. Aber meistens setze ich mich dann doch durch und irgendwie wird's. Aber mir ist es immer, es gibt viele Kundinnen, die sind sehr glücklich, wenn Kiko dabei ist, weil sie sich dann verstandener fühlen. Der macht sich jetzt an das Spitzenkleid. Aber das rote Mohair-Kleid für die Schweizer Kundin muss auch dringend fertig werden. Zum Glück springt Elisabeth ein. Nicht jeder kann die anspruchsvolle Arbeit im Atelier machen. Es ist spezieller, detaillierter und es muss perfekt sein. In der Schule kann ich mir noch Fehler erlauben, aber hier nicht. Es ist auch eine gute Übung für mich. Bald ist ihre Abschlussprüfung an der Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode. Und der Chef hat schon wieder eine neue Idee für die Winterkollektion. Womit lässt sich das exklusive A-Leder kombinieren? Sobald ich auf der einen Seite Gas gebe, möchte ich wieder auf der anderen Seite ein bisschen bremsen. Also ich gebe Gas mit dem A-Lederrock, ich bremse mit dem. Ich gebe Gas mit dem Lammpelz, mit dem Lack drunter. Aber ich bremse wieder komplett mit diesem wunderschönen und sehr, 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 sehr aufwendigen und wertvollen Wollstoff. Aber der gleichzeitig einen Look bekommt von, ich will nicht sagen Trümmerfrauen, aber ein bisschen Nachkriegsdeutschland. Und diese gespielte Armut wird dann wieder konterkariert durch den Brokat, den wir aus Venedig bekommen, der natürlich die ganze Sache wieder rausreißt. Kiko startet mit dem Wollstoff, dem Trümmerfrauen-Flair. Und Elisabeth ist fast fertig mit dem Saum. Der Spediteur schon bestellt. Nee, es geht nicht, dass die Sachen zu spät sind. Ich kann ja nicht der Kunde sagen, sorry, ziehen Sie was anderes an. Nein, es geht nicht. Punkt aus. Also nein, was zugesagt ist, wird um die Uhrzeit und an einem richtigen Tag abgeliefert. Auf alle Fälle. So spontan kann Elisabeth bald nicht mehr einspringen. Ich bin unglaublich stolz auf Elisabeth, weil sie geht im Sommer ein halbes Jahr nach Paris. Ich treffe sie dann auch auf der Messe. Sie geht zu Malia Kent und macht dort ein Praktikum. Und wie gesagt, ich freue mich unglaublich. Für sie freue ich mich, weil es mit Abstand der innovativste und beste Produzent von Wollbouclé, Wollmischungen, von diesen ganzen Jacquards sind. Und die seit Jahr und Tag schon für uns auch arbeiten. Das rote Mohair-Kleid. Endlich fertig und bereit für die Reise in die Schweiz. Viele Wochen Arbeit pro Modell. Dazu die edlen Zutaten aus Seide, Lammpelz, Lack und Wolljacquards.
Die Kosten für einen echten Ollendiek vierstellig. Einige Outfits sind fertig für das Shooting in Schottland. Wolle, Leder, Seide. Und die luxuriöse Spitze mit den Straußenfedern. Das wäre für viele Designer undenkbar, hochwertige bedruckte Seide als Innenfutter zu verwenden. Das ist eigentlich der wirkliche Luxus. Nicht die Sachen, die die Freundin sieht, sondern die Sachen, die man wirklich nur selber sieht und selber spürt. Zwischen 3.000 und 4.000 Euro kosten die Mäntel aus der Sommerkollektion Marie Antoinette auf Crack. Wer wird das kaufen? Kundinnen, die etwas sehr Außergewöhnliches lieben. Kundinnen, die es genießen, dass etwas nur für sie gemacht worden ist. Kundinnen, die es genießen, dass, wenn ein Kleid ohne Ärmel ist, dass wir sagen, wir machen es mit Ärmeln. Im Grunde genommen all die Vorteile, die Couture bietet, im Gegensatz zum übrigen Luxury-Shopping, wo ich einfach hingehe und dann die Sachen von der Stange nehme und stolz meine Tüte präsentiere und meiner Wege gehe. Es ist ein ganz anderer Zugang zu Luxus, den wir hier machen. In der Galerie Raphael sind alle mit den Vorbereitungen für die Vernissage beschäftigt. Das ist ein renommierter, ein angesehener, fotorealistischer Künstler, einer der wichtigsten seiner Generation. Er ist Jahrgang 58, ja, und ist da auch schon in einigen Institutionen vertreten. Das Smithsonian Museum hat zum Beispiel 3 seiner Werke unter anderem. Also es ist schon eine große Sache, dass der jetzt hier bei uns zu sehen ist. Auch Albrecht Ollendiek ist natürlich neugierig, wer da bei seinem Freund ausstellt. Raphael ist ein gutes Beispiel für Galeristen, an die man noch glauben kann. Er macht das in zweiter Generation. Heute wollen viele Galerien, die mit moderner Kunst handeln, schnelles Geld machen. Aber Raphael wurde schon als Galerist geboren. Es ist ein Luxus, Leute wie ihn zu treffen. Darum geht's bei Luxus. Es geht um die Leute. Die Begleitung des Designers trägt ein Ensemble aus einer der letzten Kollektionen. Und wie findet Ollendiek das Outfit des Künstlers? Ach, ich finde sowas toll. Ich finde, wenn Leute Gas geben, finde ich toll. Wenn man aus der Kurve fliegt, egal. Aber ich finde es toll. Gas geben finde ich immer gut. Etwa 200 Gäste erwartet Raphael Petrov. Er investiert viel in diesen Abend, in der Hoffnung auf gute Geschäfte. Die Sonne geht langsam im Herzen auf und der Schatten der Palme fällt auf das rote Leder, das am Oberschenkel haftet, wenn man sich hinsetzt. Luxus zu verkaufen, ganz schön herausfordernd. Eine Branche mit Zukunft? Auf jeden Fall hat es Zukunft, weil in unserer Branche gerade, sie baut ja auch Vertrauen auf. Man baut ja eine Beziehung auf. Also der Kunde kauft nicht nur die Kunst und das Werk und den Künstler, sondern irgendwo immer auch den Galeristen oder die Galeristin. Und ich denke, dass genauso Veranstaltungen wie heute Abend, wo man so nah an der Kunst sein kann, nicht nur physisch an den Gemälden, sondern auch am Künstler zum Beispiel, ist schon essentiell. Dieser persönliche Kontakt zu den Kunden bzw. Kundinnen, da schlägt für Albrecht Ollendiek High Fashion ganz klar Prêt-à-porter. Ich glaube, es hat immer mehr Zukunft, weil die Couture bietet ja auch einen Luxus, den die anderen zum Teil nicht bieten können. Und ich glaube, Luxus ist das, wenn man Produkte ihrer Schönheit wegen kauft und nicht ihres sozialen Statuses wegen.